Kimihias Verschwinden. Kimihias Entführer ist wahrscheinlich ein Seemann vom Londoner Hafen. Er muss groß und kräftig sein und trägt Arbeiterstiefel der Größe 11 mit abgenutzten Sohlen. So, da sind die Dings. Mr. Sorbys Visitenkarte. Wir fanden die Visitenkarten am Ort von Kimihias Entführung. Darauf steht Roy Soulsby, London. Gut, dann suchen wir ihn doch mal. Is this familiar to you? I think I can help you. Mr. Sorbys Visitenkarte. Der Mann scheint häufig in der Nähe der Werft anzutreffen zu sein. Oh, hardly a reputable establishment. I've seen... Ups. Vermisstenplakat. Hilfe. Gilwish vor einer Woche verschwindet. Bitte sagen, wenn Sie sehen. Daya in Armenviertel von Hafen Bescheid sagen. Rotes Banner über Eingang von Haus. Worse. Schädlingsbekämpfung jeder Art, selbst hartnäckige Fälle. Nur gegen Bargeld. Nach Gerwand fragen. Tickets für die Überfahrt nach Oakmont, Massachusetts, nach wie vor erhältlich. Die Sharon legt nächsten Dienstag von Pier Nummer 2 ab. Junge, Watson. Greetings, miss. I'm hoping you can help us. We shall soon see. My colleague and I are seeking a burly man, above average height, with workman's boots. Half my customers, then. Your description hardly narrows things down. Wir schauen sie erstmal von oben bis unten an, ne? Blass, spröde Lippen. Könnte ich sein. Spuren von erbrochenem Morgenübelkeit. Ah, someone's pregnante. Bauch leicht gewölbt. Hose etwas zu eng. Der leicht gewölbte Bauch und die Spuren von Morgenübelkeit auf der Kleidung deuten darauf hin, dass sich die Barfrau in der Frühphase der Schwangerschaft befindet. Ihre spröden Lippen und ihr blasses Gesicht sind Anzeichen von Mangelernährung. Sie scheint noch nicht zu wissen, dass sie schwanger ist, weswegen sie ihre übliche Kleidung trägt, die ihr nun allerdings zu eng ist. Verheimlicht ihre Schwangerschaft. Der leicht gewölbte Bauch und die Spuren von Morgenübelkeit auf der Kleidung deuten darauf hin, dass sich die Barfrau in der Frühphase, bla bla bla, ja, sie versucht, ihren gewölbten Bauch durch das Tragen einer zu engen Hose zu verbergen. Also, ich glaube, sowas weiß man, oder? Your clothes are already tight and soon they won't fit at all. How far along are you? I thought I'd hidden it better. How did you know? Are you a doctor? In a manner of speaking. He's not. He merely has the ego of one. I apologize, miss. Mr. Holmes is fond of his observations, but I am the doctor here, not him. Do you need any help? I'm fine, thank you. I would rather not discuss my condition, nor let word of it spread. Have you been drinking? What do you know about this poster? A foreign woman asked to put it up. She's plastered them all over the port. Any clues as to her whereabouts? None. It was hard to understand what she was saying. Are you familiar with a Roy Soulsby? Roy Soulsby? I know the name, but he's not one of my regulars. My guess is that he works somewhere around here. I heard tell of a recent explosion in the port. What do you know of it? Ah, yes. Something exploded in a ship's cargo hold. Caused a terrible blaze. The sky was red with smoke till morning. Where precisely did it occur? The ship sank near the third pier, next to the dockyard. Okay. Du. Can I ask you a question? Ui. I wish I could be of help, but I can't. Sorry. Is this familiar to you? I can't tell you because I don't know. Kriegst du eine? Is there a doctor? The man is very sick here. It sounds as though those people will need my help. The coughing won't go away and the doctor is too pricey.
Bitte um ärztliche Hilfe. Im Abendviertel im Hafen rief jemand nach einem Arzt. Vielleicht kann Watson helfen. In der Nähe der Werft. Was ist das? Entschuldigung. My daughter swears she saw ghosts in warehouse too. The coppers even went over there. Must be serious. Die Geister, die niemand rief. Gottes Willen. Ich verlaufe mich ja doch komplett. Ich habe gar keinen Plan. Ein Zug. Hui. Excuse me, just one question. Sorry, sir, I can't help you. Do you know anything about this? Of course I know. To cut a long story short. Mr. Solbys Visitenkarte. Die Leute sagen, dass Mr. Solby womöglich gerade am Pier Nummer 3 nach dem Schiff sieht, auf dem sich gestern Nacht die Explosion ereignet hat. Dann müssen wir da wohl weiter irgendwo. Moskva. Sounds like this ship was from the east. My money is on a loose cigarette or a discarded match. One careless throw, and boom. Not in the mood, mate. Shoo! Pardon me, sir. I am looking for Roy. Not again. Yes, I'm Roy, but I can't help you find your uncle or whoever you've lost. Now, what makes you think I would inquire about missing people? You are the fourth person to ask this week. Just because I work at the port doesn't mean I keep track of everyone who comes here. You say we are not the first to ask you about a disappearance. Do you recall anything about those who came inquiring? I only remember the foreign woman. I didn't catch her name, but those are her posters hanging up everywhere. She has badgered me twice now, but I still don't know nothing. And this woman can be found? No clue. She was talking gibberish. May I ask what you're doing here? This is where the ship sank the other day. I'm trying to work out how we'll remove it. Now, where was I? Wir gucken ihn erstmal an. Zahlreiche Stempelflecken. Krass. 5 Fuß, 5 Zoll groß. Durchschnittliche Größe. Taschenuhr. Waltham Hillside. Brandneu aus purem Gold. Schlaffer Muskeltonus. Nicht besonders kräftig. Dieb, korrupter Beamter. Mr. Sotheby ist ein englischer Abstammung, weist mit seinen 5 Fuß und 5 Zoll eine durchschnittliche Größe auf und hat eine normale Statur. Seinem schlaffen Muskeltonus nach zu urteilen, ist er nicht besonders kräftig. Mr. Sotheby hat eher nicht die körperlichen Merkmale von Kimirs Entführer. Auf seiner linken Handfläche ist Stempelfarbe zu sehen. Einige Buchstaben sind erkennbar. HM, CAS dürfte für Harbour Master, Hafenmeister und CAS für Customs stehen, was darauf hindeutet, dass Mr. Sotheby Zollbeamter ist. Er hat eine brandneue Taschenuhr der Marke Waltham Hillside bei sich. Von seinem Gehalt könnte er sich sie niemals leisten, was die Vermutung nahelegt, dass er sie gestohlen hat. Er hat eine brandneue Taschenuhr der Marke. Nur ein korrupter Zollbeamter kann sich solch ein Statussymbol leisten. Er ist korrupter Beamter. What are you on about? Have you seen this before? My card? Where did you dig that up? At a crime scene near Baker Street involving a young servant's kidnapping, I might add. No. Someone used it without my consent. How else would it end up there? That boat explosion stopped most traffic coming into the port. Guess I'll be without work for a while. Ausländische Frau. Mr. Sotheby sagte, eine ausländische Frau habe ihn wiederholt nach einem Vermissten gefragt. Sie sei diejenige, die überall im Hafen Vermisstenplakate aufhängt. Das ist das hier, das machen wir aber dann. Mr. Sotheby weiß angeblich nichts über die jüngsten Vermisstenfälle.
Na, dann gehen wir mal den vermissten Plakaten nach. Die Urheberin des Plakats heißt Daya und wohnt im Abendviertel des Hafens. Ein rotes Banner hängt über dem Eingang ihres Hauses. Das müssen wir finden. Wahrscheinlich werden mehrere Leute entführt. Ein rotes Banner. Wo? Da ist irgendwas rot. Hello. Hello, lad. Is this where I may find Dea? You read the poster? Yes? You know where my brother Girves is? Sadly, no. Well, not yet. I want to speak to Dea. Is she around? Amma, my mother. She got sick after the fire. Big red smoke. She couldn't breathe, so I took her to the doctor. Now I am in charge. Where did you last see Girves? He worked at a, warehouse. This man, Roy Solby, gave him the job. He paid him a necklace. Do you still have the necklace that Soulsby gave to Girves? Girves left it near the, shrine. I tried to sell it to buy Amma medicine, but no one wanted to buy. How would you describe this Soulsby? He was big and strong. He had a big scary eye. Scary, you say? Yes, like it was made of metal. Don't go anywhere. This cheap pendant looks like silver, but it's only made of tin. No surprise the boy couldn't sell it. I miss Girves. Do you think he's okay? Bestimmt. Aussagen des nepalesischen Jungen. Ein etwa 10-jähriger Junge, der ursprünglich aus Nepal zu stammen scheint, wohnt in einem der Häuser am Hafen. Er sieht erschöpft und unterernährt aus. Seine Mutter Daya befindet sich in medizinischer Obhut, da sie krank wurde, nachdem sie dem giftigen Rauch des Salpeterunfalls ausgesetzt gewesen war. Der Junge sagte, dass sein Bruder Girves verschwunden sei, nachdem er von Roy Soulsby, einem großen, kräftigen Mann mit künstlichem Auge, angeheuert worden war. Er erwähnte außerdem einen Kettenanhänger, den Girves als Bezahlung erhalten und anschließend auf dem Altar abgelegt hat. Dann müssen wir nochmal zum Hafen, oder? Pier Nummer 3. Boah, ich finde die Karte complicated hier. Muss ich ja alles selbst herausfinden. Was ist das hier? Kräftige Männer für redliche Arbeit. Gesuchte Informationen jeden Mittwoch im Pub. Für die Star auf Gibraltar werden ein Zimmermann und fähige Seemänner gesucht. Bei Captain Acher Postamt, Edenhall Street, Melden. Da, oder? Wir müssen mit diesem Roy reden. Da hinten ist er, glaube ich. What are you gawping at? I have been told that you hired Dea's son, Girves, right before he vanished. His brother also said you had a metal eye. What do you make of this? Tell that him to stop making things up. Vielleicht müssen wir dahin. Zum armen Viertel. Oh, hier. Freshly dug up treasures, it seems. Everything ends up in a river. It's a good thing these people take something from it. The water has a curious whitish tinge to it.
The subject is hyperventilating. He has a pale face and dilated pupils. Blasse Haut, starke... Pupils, decolorized skin, necrosis. What do you make of this, Doctor? All signs point towards acute poisoning. It could possibly be due to chemicals. I won't jump to any conclusions yet. Kranker Schlammgräber. Die Untersuchung eines kranken Schlammgräbers fördert Anzeichen einer Vergiftung zutage, vermutlich hervorgerufen durch chemische Substanzen im Wasser. Wir sollten am Kanal nach der Ursache suchen. Wow! Okay. Da ist etwas. Pile of rotten food. It carries danger, but not of the kind that we witnessed. Die verdorbenen Lebensmittel, die jemand am Kanal entsorgt hat, können nicht die Ursache derartiger Vergiftungserscheinungen sein. Gruesome. It's been decomposing for weeks. If this were the origin of the disease, it would have started sooner than a few days ago. The waterway goes under the buildings. We'll need to find other open sections in order to continue our search. Und wie und wo? Have you ever heard of a man with a metallic eye? I've seen him even. Dirty Summers is the name. A nasty lout, with a silver ball in place of a missing eye. I shudder to ask, but where does one find a Dirty Summers? He likely signed on with a ship. I am not one to spy on others, let alone him. I see. My advice, keep away from him. Dirty Summers ist der Entführer. Camillas Entführer. Dirty Summers ist Camillas Entführer. Er ist durchaus möglich, dass Roy Sotheby sein Komplize ist. Sherlock-Mantel. Sieht so gut aus. Schicker Boy. Gewaltsam durchbrochen vor kurzem. Wagenspuren. Zu schwer beladen. Seitlich umgekippt. Oh. Phenol, a dangerous substance often used as a sanitizer, coming from Spade Chemicals. Anweisungen für einen Arbeiter. Brian, bitte immer daran denken, den Wagen nicht schwerer zu beladen als die Hälfte des Gewichts von Danny Nutcracker, also maximal 200 Pfund. Sie hat es mal auf den Wagen mit Joshua getrieben und seitdem hat er die besten Jahre hinter sich. Also der Wagen. Joshua sowieso, sonst hätte er sich wohl kaum mit Big Danny eingelassen. Ach ja, das Schiff aus Barbados wartet noch auf eine Tonne Phenol. Also Beeilung. Ivy Spade Chemicals. The fish's scales have decolorized. What a disaster. Wagenunfall. Auf der Suche nach der Ursache für die Vergiftungserscheinung sind wir auf eine kleine Brücke gestoßen. In der Nähe des Geländers befinden sich Wagenspuren auf dem Boden. Offensichtlich war der Wagen so schwer beladen, dass er umgekippt ist. Im Wasser schwimmen mehrere zerbrochene Fässer. Der Aufschrift nach stammen sie von der Firma Spade Chemicals und wurden mit Phenol befüllt. An der Wasseroberfläche treiben tote Fische mit ausgeblichenen Schuppen. Help me, please. Of course I know. To cut a long story short. Die Firma Spade Chemicals hat ihren Sitz in Lagerhalle 5. Dankeschön.
zu den Lagerhallen. Lagerhalle 5. Wo stehen denn 3? 6. 4. Die muss doch hier irgendwo sein. 5. Da. Barrels of phenol from your company ended up in the canal. It has poisoned people. You will need to clean it up properly. Otherwise, we will inform the authorities. What the... We will call the cleaning brigade immediately. I hope this can stay between us. Ein Mitarbeiter von Chemicals versichert uns, dass die Firma um die Beseitigung der Schäden kümmern wird. Wir müssen noch den Schlammgräbern Bericht erstatten und ihnen sagen, wie sie sich bis auf weiteres verhalten sollen. Dann gehen wir da mal hin. Gentlemen, the doctor here and I have found the source of the contamination. Spade Chemicals will take care of it. That's pretty good news. But how long will it take? And what about our friend? Will someone pay for his treatment? Pressurize the company. But for now, get rid of the stained clothes and rinse any phenol-affected skin. No one else should touch the canal today. Thank you, we'll do that. Let's go to the chief doctor for help. Cool. Dann können wir noch dem Spuk auf die Schliche gehen. Okay, dann gehen wir mal. Lagerhalle 2 am Hafen wurde von der Polizei durchsucht, nachdem Berichte eingegangen waren, dass es dort spukt. Dann gehen wir mal zu den Lagerhallen und gehen an Lagerhalle 2. Das ist 3, dann das da hier. Good evening, Constable. I heard some people talking of ghosts in this warehouse. Gossips, all of them. An old lady neighbour saw some lights and ghostly shapes in the middle of the night. She heard music too. Turns out this was the warehouse of Grandpa Kujak. He owned a business with theatre props for scary shows. I went in and... well, it is a bit creepy. But I think it was probably just some kids fooling around. Do you mind if I take a look inside? Not at all. It's like Madame Tussauds, only worse. I'll be on the beat round the pub for the rest of the night. Damned explosion. Good night, sir. Der ehemalige, mittlerweile verstorbene Besitzer der Lagerhalle handelt mit Requisiten für Gruselvorstellungen. Der Constable wird von dem Pub Mate seine Runden drehen. Dort finden wir ihn, sollten wir ihn brauchen. An effective contraption. It still works. They opened the casket and left marks. A herbal odor with an acylic base. Liquor? Rechter Tier der Abdruck. There was a box in the coffin. It was removed quite recently. Holzsplitter. Who is this intended to scare? Also ich habe schon ein bisschen Angst. Ha. Phosphorus, used recently. Where is this going?
Leere, abscheuliche Kisten fehlen. Several crates are missing. No brand or markings. It looks like a bulk product. Bottles of various shapes and sizes. I detect a mix of chemicals and aromas. A small cart left those tracks. That's most likely the ghost the old lady saw through the window. Inspired by the legend of Sleepy Hollow. Somebody had fun. Okay, wir haben alles. Somebody played with phosphorus to give the illusion of ghosts or ectoplasm. In reality, they were here to mix a few ingredients and prepare a solution of some sort. Then they took a box hidden inside the casket. And they left through that gate with a small cart. Der wahre Zweck der Lagerhalle. Jemand nutzt die Lagerhalle, um eine unbekannte Substanz herzustellen. Vielleicht finden wir mehr heraus, wenn wir den Karrenspuren folgen. Dr. Tippett's electric pectobrain. Patent medicine of the future. This is a patent medicine. A quick fix at an expensive price that drags the patient slowly into death. Dr. Tippett's Electric Pectobriat. Dr. Tippett's Blablabla. Das rezeptfreie Medikament der Zukunft. Eine einzigartige Formel gegen Schwindel, Schwäche, Husten, Zahnschmerzen, Lungenleiden und Asthma. Vitalität und Lebensqualität für jeden zu einem Bruchteil des Preises anderer Medikamente. Wird garantiert. Nur natürliche Zusatzstoffe. Du da. Tell me. Do you know anything about this? I think I can help you. Dr. Tippett's Blablabla wird im Armenviertel in einem Hinterhof an Kranke ausgegeben. Jai. Gab's da nicht irgendwo hier, oder? Where are we? The field hospital. Milchgesicht, sehr jung. Milchgesicht. Lumineszierendes Pulver, Phosphor.
Buch Almost Doctor, Anleitung für hausgemachte Medizin. Quacksalber. Dem äußeren Erscheinungsbild nach zu urteilen, ist dieser Mann zu jung für einen medizinischen Abschluss. Es ist daher äußerst unwahrscheinlich, dass er Arzt ist. An seinen Händen befindet sich Rückstände von Phosphor, vermutlich aus der Lagerhalle mit den Requisiten. Er hat ein Buch über selbst hergestellte Medizin bei sich. Dieser Mann ist wahrscheinlich jemand, der die Naivität und Verzweiflung anderer Menschen ausnutzt, um schnelles Geld zu machen. Er hat ein Buch über selbst hergestellte Medizin bei sich. Er mag gute Absichten haben, aber damit lässt sich Unwissenheit nicht kompensieren. Ja. Good evening, sir. Are you the gentleman who sells that intriguing Pecto-Brain beverage? Good evening, gentlemen. I'm Dr. Thomas Tippett, and yes, its proud inventor and purveyor. Are you a doctor? You seem remarkably young. I'm self-educated. I help people in need around these parts with my medicine. Helping, as in bringing to the grave? That is unfair, sir. The virtues of my invention are to calm the nerves, to stop coughing due to the endless smog, and to help children to sleep. Has your beverage been tested by your peers or any medical authority? I am a doctor, and it appears that you are playing with people's lives, people who place their trust in you to ease their pain. People need help, and drugs are expensive. My formula helps, and it's inexpensive. The product is dispensed from here only, so dose and usage are controlled. I looked into other patented medicines. They contain harmful or useless substrate, and they're sold in respected shops and pharmacies. Do you realize what you are doing? You are playing with people's health. You are a doctor. Take a look at my product. You won't find mercury, radium, lithium, or any other toxic substances drowned in alcohol and sold freely by so-called health professionals. I can show you how I work. Let me help people. Watson, what do you make of this situation? I'm not sure. Patent medicines can be a scourge, yes, but he is not entirely wrong in practice. Why the haunted warehouse? Well, nobody was using it, and people are afraid of ghosts. It kept them away until today. What I do is not entirely legal, but I do help people. Improvisiertes Hospital. Im armen Viertel am Hafen stießen wir auf ein improvisiertes Hospital. Würden die Patienten stattdessen ein richtiges Hospital aufsuchen, würden sie wahrscheinlich eher genesen. Thomas Tippett verkauft ein selbstproduziertes Medikament an die Anwohner des Hafens. Er scheint es als eine Mission anzusehen, Menschen in Not zu helfen. Wir können der Polizei von Mr. Tippetts Aktivitäten erzählen, damit sie ihm das Handwerk legt. Oder aber die Sache verheimlichen, damit er weiterhin den Menschen helfen kann. Zumindest mit den bescheidenen Mitteln, die ihm zur Verfügung stehen. Puh. The patient has a high temperature and is short of breath. I can hear the patient suffers with their lungs. Oh Mann. The cart from Warehouse 2. Ich weiß auch nicht. Wo ist denn der Polizist? Hier. Constable, I'm afraid we saw some troubling signs, unnatural even, inside the warehouse. Dr. Watson here can confirm it, and he's a specialist. It would be best to stay away for now. Really? I'm 99% sure that ghosts don't exist, gentlemen. I won't report this to my colleagues after my shift. Some of them might be the naive sort who scare easy. Ja, weiß nicht. Ich habe das jetzt irgendwie nicht gemeldet, weil irgendwie, I don't know, stylisch. What are you gawping at? Mr. Soulsby, you know more than you're letting on. What makes you say that? It's true. And that's before mentioning your gold watch. It's brand new and awfully expensive for a customs officer. Clearly you have found yourself another source of income.
I'm sure Scotland Yard will be delighted to investigate further. All right, stop. Look, it's not as it seems. I did not partake in the kidnappings. I'm all ears, Mr. Soulsby. Yes, I know Summers. He paid me to turn a blind eye to his business in the warehouse area. Just that. On my word. You did not tell me which warehouse he used? I do not recall. But I used red paint to mark unsupervised warehouses. Ought to be one of them. What else can you say of Summers? He's a regular at the Cursed Mermaid. Goes there with his crew almost every evening. What for? I don't know. I assumed just for a drink. Okay. Cursed irgendwas. The Cursed Mermaid. Mermaid, genau. Mermaid. Du da.